So, willkommen zur zweiten Folge. Ach, wie praktisch, dass das Licht schon an ist. Ziel in der zweiten Folge ist es, diese Gabel in dieses Motorrad einzubauen. Dazu muss ich natürlich erstmal hier die alte Gabel ausbauen, den ganzen Klimbim, hier Tacho, Scheinwerfer, ein bisschen Kabelgewirrs, Lenker, alles muss runter. Dann muss ich mir hier die Lager angucken, welche Maße die haben. Da muss ich schauen, dass ich das Lager hier erstmal runter bekomme, weil das andere Teil hier fehlt ja. Dann messe ich das alles mal durch und denke mir irgendeine schöne Lösung aus, wie ich das alles hier adaptieren kann, dass die schöne Gabel hier reinpasst. Dann geht's los. Also hier haben wir eine Gabel von der Kawasaki ZX6R von 1997, ein etwas älteres Modell. Ich wollte keine Upside-Down-Gabel haben, die verfälscht ein bisschen das Bild jetzt von der Yamaha. Der Zustand hier von der Gabel ist ganz cool. Vor allem sind die auch gar nicht so teuer in eBay. Die war jetzt mit Versand 100 €. Fand ich einen richtig guten Preis. Die Gabelbrücken sehen auch ganz cool aus hier. Und das Ding ist ganz massiv aufgebaut. Wird auf jeden Fall ausreichend stabil sein für die 34 PS, die aktuell in der SR sind oder wenn es da Leistungserweiterungen gibt. So, ich fahre das mal schnell hoch, damit ihr es besser sehen könnt. Gabellänge ist annähernd gleich mit der aktuellen, also von Rad zu oben. Auf jeden Fall sieht man hier schön den Unterschied auch zur Dicke. Der Durchmesser der Gabel von der SR 500, der Original, ist 35 mm. Und die Gabel hier von der ZX6R, die ich einbauen werde, hat 46 mm. Ich habe jetzt den Kran genutzt und habe es vorne angehoben. Das heißt, mir kann der ganze Rahmen dann nicht mehr umfallen. Ich baue jetzt das Rad aus und dann ziehe ich die Gabelholme raus. Die Bremse muss natürlich noch ab und dann arbeite ich mich hier oben so ein bisschen vor. So schnell ist die Gabel ausgebaut. Beim Ausbau mache ich gerne hier so einen Schraubendreher rein, drehe den und dann spreizt das noch ein bisschen mehr hier, diese Klemmung. Und dann flutschen die Gabeln echt gut raus. Kleiner Vergleich. Und jetzt baue ich hier oben alles mal ab. Ich finde das immer so schrecklich, dass bei den alten Motorrädern immer alles hier im Scheinwerfer untergebracht war. Hier sieht es jetzt noch ganz gut aus. Aber wenn sich da einer anfängt immer auszutoben mit irgendwelchen Klemmen und Lötstellen und Klebern und ach, das ist immer der Horror. Das ist der Zwischenstand, ist schon deutlich leerer. Jetzt mache ich hier diese Halterung der Scheinwerfer ab und die beiden Schrauben noch. Und dann schraube ich den Lenker noch komplett ab und dann ist hier alles frei. Für den Lenker habe ich jetzt hier unten einfach die beiden Schrauben gelöst. Dann kann ich den kompletten Lenker einfach nach oben hin rausziehen. Ja, und so schnell ist der ganze Kram hier ab. Das lenkt aber nicht mehr gut. Das rastet schön ein hier. Also die Lager sind anscheinend doch im Arsch. Jetzt schraube ich noch hier oben lose und ziehe die Gabelbrücken mal raus und dann messe ich die Lager und warum ist das denn die ganze Zeit eigentlich unscharf? Vergleiche das mit der Gabel und dann. Das ist eigentlich ein Hakenschlüssel für einen Stoßdämpfer, aber die passen auch dann meistens da dran. Und jetzt aufpassen, das Lenkkopflager kann auch mit Kugeln bestückt sein, die können dann rausfallen, deswegen erstmal oben reingucken, die Gabel fest, also die Gabelbrücke unten festhalten und man kann sehen hier, schon ist eine weg. Die einfachste Methode, diese Kugeln rauszuholen, ist ganz einfach mit dem Magneten. So sieht das dann aus. Und dann sind hier noch die unteren Kugeln. Kann ich hier noch rausholen. Ich zähle die jetzt alle durch, groß und klein, und messe mal die kompletten Lager durch und schreibe das auf den Zettel. Und dann zeige ich das euch, dann wisst ihr wenigstens auch, wie viel da reingehören. Jetzt hole ich das, hasse ich wie die Sau. Und jetzt hole ich hier noch die letzte Lagerschale runter. Dann kann ich nämlich alles ausmessen. Ich habe jetzt hier alles hingelegt, schön. Das hier ist das obere Lager, das ist das untere Lager, die obere Schale, untere Schale, sowie da auch. Hier ist dieser Gummiring noch, der unten bei der Kabelbrücke dran war. Hier unten liegen die Kugeln.
Das hier sind die großen Kugeln fürs untere Lenkkopflager und hier sind die kleinen für oben jeweils. So wie es aussieht, sind hier 18 unten und oben sind es 4 mal 15, 20, 22 Stück. Ich hoffe mal, dass ich keine verloren habe hier irgendwie auf dem Weg hin. Es hört sich aber nicht ganz gut an, 18 und 22. Die großen Kugeln haben einen Durchmesser von 6,35 und die kleinen Kugeln haben einen Durchmesser von 4,75. Ich prüfe jetzt noch eine andere Kugel und 6,35. Dann geht es weiter zur Lagerschale. Die Lagerschale oben hat 43 mit dem Rahmen. So ist jetzt alles aufgeschrieben. So, bei der Gabelbrücke ist auf jeden Fall das untere Lager erstmal viel größer und ich bekomme das auch nicht runtergeschlagen. Deswegen presse ich hier diesen ganzen Schaft aus oder wie auch immer das Ding jetzt heißt. Ich habe den Namen vergessen. Den presse ich nach unten aus und dann kommt das Lager auch automatisch hoch. Jetzt hätte ich ihn festhalten sollen. Egal. Jetzt kann das Lager hier auch ganz gemütlich abgemacht werden. Zack. Und auch dieser Gummiring. Nach etwas längerem Hin und Her habe ich mich jetzt entschieden. Und zwar werde ich hier diesen Schaft anpassen. Hier unten werde ich ein bisschen was abdrehen. Und dann gucke ich wegen der Länge hier oben. Das Gewinde hier kann ich noch ein bisschen nachschneiden notfalls. Und hier den Schaft auch anpassen. Das ist nämlich gut, weil der so dick ist. Kann ich hier unten einen gewissen Teil abdrehen. Ja. Also geht es jetzt an die Drehmaschine. Ich drehe das hier ab auf 30. Auf 30 drehe ich das hier ab und dann passt das. Nachdem ich das hier abgedreht habe, habe ich jetzt wieder die untere Lagerschale drauf gemacht, habe hier mit Fettem ein paar Kugeln rein und stecke das jetzt alles hier zusammen, weil ich muss jetzt die Höhe hier ermitteln. So. Und dann zeichne ich jetzt hier den oberen Teil an. Dieses Gewinde schneide ich bis zu den blauen runter. Dann mache ich den oberen Bund hier, der für die obere Gabelbrücke ist. Den drehe ich hier auch ein bisschen runter. M25-1. So, und jetzt schneide ich das runter bis auf die Markierung. Jetzt das ganze Spiel nochmal von vorne, aber mit dem längeren Gewinde. Dann diese Staubkappe und dann wieder die Mutter. Das Gewinde kann ich jetzt abdrehen, bis quasi bündig ist. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier ein Gewinde reinzuschneiden und die originale Schraube der SR zu nehmen, weil der Durchmesser ist nicht ganz passend und wenn ich die Schraube dann zu fest anziehen würde, könnte das Gewinde rausreißen, weil es ja auch nur Alu ist. Hier könnt ihr jetzt noch die Markierung sehen, bis wohin ich das Gewinde runterschneide und dann schneide ich noch den Schaft ab. Gewinde ist reingeschnitten und auch gekürzt. Jetzt kommt die Mutter hier drauf und dann ist die Gabelbrücke fertig eingepasst. Ich ziehe das jetzt alles nur mit der Hand erstmal an kurz. So sieht das Ganze jetzt aus. Und als nächstes kommt hier noch diese Lenkerklemme, die werde ich hier oben drauf montieren. Das ist eine 28,6 mm Lenkerklemme von der KTM. Die Lenkerklemme habe ich noch montiert, das schraube ich jetzt nochmal hier feste, mache die Gabel rein und dann mache ich nochmal ein Abschlussbild, weil dann ist der Umbau der Gabel fertig. So sieht das ganze Ding jetzt am Ende aus. Hier könnt ihr auch schon sehen, was in den nächsten Folgen passiert. Und zwar sind das schöne Räder von einer Supermoto. Aber dazu kommt mehr in der nächsten Folge. Falls ihr Bock habt, einfach Kanal abonnieren und dann bleibt ihr immer auf dem laufenden Stand und könnt das Projekt schön verfolgen, was aus diesem ganzen Motorrad wird. Ah ja genau, hinten ist auch schon ein bisschen was drin. Also, bis zum nächsten Mal.